So. Ja, du machst Comment. Sorry Leute, wir hatten technische Probleme mit dem Livestream. Habt ihr vielleicht gerade mitbekommen, aber wir sind wieder online. Das riecht auf jeden Fall schon mal drippy. Burger sind gesmashed. Ja, sehr gut. Ich könnte ja schon mal ein Brot hier aufschneiden, wenn du willst. Warte mal, ich gehe jetzt mal hier ins Studio rein. Den Teller hast du, ne? Teller habe ich dir hingelegt, ne? Teller hast du mir hingelegt. Ja, hier sind mehrere Teller. So, warte. Hier, ich nehme mir immer diese Soßengeschichte. Willst du auch diese Soßen drauf oder willst du das selber machen? Machst du mal einen Teller geben gleich? Du machst das schon. Du bist der Bürgermeister heute hier. Danke. Du bist heute der Bürgermeister. Jemand da? Leute, seid ihr da mit uns? Schreibt doch mal was. Wir wissen nicht, ob der Stream funktioniert. Oh, das duftet schon so fett, ne? Oh. Das ist schon abnormal geil. Ja? Oh, hier riecht doch mal. Oh ja, riecht schon ziemlich gut. Haben wir Besuch, Bro? Ja, ich guck gerade mal. Machst du einmal hier das rüber gegen die Soßen einmal? Die ist vor allem geil, ja. Ich bin gerade entspannt am Rauchen und ihr macht lecker Essen. Ja, Mann. Jawohl, moin. Uns ist jetzt zweimal der Stream ausgestiegen, weil wir scheiß Internet hier draußen haben im Garten. Wir bitten das zu entschuldigen. Ja, wir versuchen weiterzumachen, ne? Wir wollen Burger noch fertig machen. Also ich mag das dann so mit bisschen scharfe Soße und scharfen Ketchup. So einfach so als Grundlage. Aber entspannt rauchen klingt schon mal gut. Ich gebe schon mal den Brudi hier rüber sein Brot. Der Bürgermeister soll bitte die Brötchen oder die Buns, wie man heute auf Norddeutsch sagt, die Buns bitte von innen anrösten. Von innen anrüsten? Ja, von der Innenseite. Ja, das machen wir, sobald unsere Patties fertig sind, in dieser gebutterten Patty-Käse-Geschichte, ja? Da müsst ihr Verständnis haben. Ich werde ein bisschen weiter hier so droppen. Ansonsten gefällt mir das schon mal sehr gut von der Musterung. Oh, hört ihr das? Alter, wie das riecht, ne? Das ist doch einfach der absolute, boah. Das riecht auf jeden Fall schon mega, Leute. Also ich mag dann ja immer meinen Salat hier mal rauf zu droppen, ne? Das ist so ein bisschen so eine Sache. Ja, wie gesagt, das soll ein Q&A-Grill sein, Leute. So, Also wenn ihr Fragen sieht das habt natürlich ein bisschen so aus, oder als einfach hätte ich nur den Brudi kommentieren wollt, hinzugefügt, schreibt doch aber mal für gerne in seine die Burger Kommentare, was euch bewegt. ist das immer noch auch mehr als genug Wir gehen heute Material. auf alle eure Fragen So. ein. Das Ganze will ich natürlich platt drücken mit so einem richtig geilen Los Salatos Blatos. Ja, ich weiß, ihr wollt das Beef bestimmt sehen, ne? Das ist bestimmt hier so. Oha, es riecht einfach so gut. Oh, das sieht schon gut aus. Es riecht einfach so gut in dieser gebutterten Form. Wir wollen ja noch gar nicht so warm werden, sondern so ein bisschen entspannt, ein bisschen Druck. Ja, du hast recht, Kevin. Kevin Kruchten. Der Bürgermeister hat sich schon belegt, Digga, da hast du recht. Aber ich habe auch noch 4 am Start. Richtig. Er macht ein anderes Setup. Dann werde ich meine mal vorher anbraten. Du sagst nur die Innenseite, Ach so, ja? scheiße, ich hab verkackt. Oh nein, jetzt merke ich selber erst, wo es sagt, weil ich so drin war in meinem Film. Oh nein, schade. Adrian, Ja, Adrian ist reingekommen in den Kanal. Moin Adrian, Ja, du willst Adrian. auch ein Jahr, musst du vorbeikommen. Check das. Feinstes Beef, Wir sind Alter. bei Hamburg. Ne? Nachher kommt noch so ein bisschen kurz vorm Finish, machen wir noch Käse rüber und lassen noch einmal die Käse so richtig reinkrusten. Aber das sieht schon mal gut aus. Dass wir so einen richtigen Käse-Drip noch mit drauf packen. Kann man das noch sehen hier oder bin ich zu Ja, weit? man sieht alles wunderbar. Ja. Hier, Brudi, das noch auch Salad für you. Gut. Aber dann butter ich deine butter ich auch im Kontaktgrill noch mal durch. Das ist eine gute Da habe ich Idee. natürlich jetzt verkackt, weil ich habe das echt Ach, wie kann man denn so dumm sein? Ja, ja. Vorbereitet für den Kontaktgrill. Wer hat das eben geschrieben? Man merkt halt, er ist halt ein GoPro und kein Er ist Burger halt ein Pro. GoPro, Bro. Macht alles mit der GoPro, Bro. Rein Boah, es riecht einfach. Crusten. Einfach wow. Wir crusten die gleich rein, genau.
Oh, ey, der. Gleich wird reingecrustet, Thorsten. 53 Leute im Stream, nice. Hallo Leute So wünsche ich mir zusammen. das. Vielen, vielen Dank, dass ihr so hart gönnt. Jetzt 84 sogar. Droppt mal Ja, auch wie gerne geht das rein los? in den Kanal Weedy Gonzales, würde mich auch freuen. Ne, da gibt es Burger ASMR einmal die Woche. Live aus dem Karl. Machst du jetzt auch Burger ASMR in deinem Ich mache Kanal? jetzt Burger ASMR live, Alter. Jede Woche einen neuen Burger. Geil. Mit live erlegten Hühnchen. Nein, Quatsch. Hast du mal für mich vielleicht ein Feuerzeug, Brudi? Ich habe irgendwie mein Feuerzeug verschummelt. Nee, ich hab's doch. So, die Patties Oh, ich sitz hier nehmen direkt. langsam ein Ulti. Das riecht aber Hammer, sitz hier oder? direkt im Gula Durchzugsgebiet. Barbecue. Ich sag dir, ich habe zwar kein Brisket. Hier können wir noch ein bisschen an der Struktur arbeiten, bevor wir reingehen. Ne? Seht ihr das auch so, Chat? Oder müssen die noch oder können die noch ein bisschen? Dann müssen die noch oder Greetings to können die noch Russia. ein bisschen? Greetings to Russia. Benzo, wir haben schon, wir haben die Antwort ist ja. Benson. Wie sich das gehört. Und was geht bei euch ab abends? Ich weiß, Thorsten, Brudi, ist das Breeder-Projekt aus der Not entstanden oder war das der Plan? Ja, Thorsten, um ehrlich zu sein, war das schon lange mein Traum, dass ich irgendwie Pflanzen miteinander kreuze. Und ich habe halt festgestellt, dass auf YouTube keiner irgendwelche Videos von männlichen Pflanzen zeigt. Und ich habe mir gedacht, ich kaufe mir einfach reguläres Saatgut, weil ich halt eher so oldschool denke. Und das reguläre Saatgut hat dazu geführt, dass wir jetzt halt einen Mann hatten. Und dieser Mann hat auch irgendwie dazu geführt, dass ich jetzt viele Leute aus Russland zum Beispiel hier im Kanal habe, die meine Videos und meine Grillvideos gucken, wie ihr hier seht. Also Live-Barbecue. vielleicht Einmal geht die das noch Woche. steil, wenn wir jetzt hier jede Woche ein Live-Barbecue machen. Alles Nice, auf dem nice. Kontaktgrill. So, ich wende das jetzt gerade, wisst ihr warum? Damit es gleich so ein fancy X-Muster gibt in unseren Patties. Ne? Wer kennt das nicht? Deswegen haben wir mal eine Wendung vorgenommen und drücken noch mal richtig rein, den Jungen. Ja, Thorsten sagt, wir sollen halt richtig reincrusten. Ja, ja, jetzt brauche ich gleich den Käse schon mal. Dann kannst du mir den schon mal ready geben hier. Ja, natürlich. Das kriegen wir sicher hin. Einmal hier so auf Halde. Wir benutzen natürlich richtig geilen Emmentaler einfach. Weil Emmentaler hat noch so ein bisschen diesen stinkigen Flavor, aber crustet halt so richtig geil. Wenn du so eine Pizza hast, die geil ist, dann ist immer Emmentaler drauf. So war zumindest meine Erfahrung. Welches ist euer Lieblingskäse? Cheddar auf dem Burger, klassisch. Gerieben oder in Scheibe. Bacon, wir haben leider kein Bacon heute. Aber auch Bacon vom Contract Grill kann ich nur empfehlen, ist wirklich geil. Wie seht ihr das Bacon? Ne? Wir wollen noch mal, hier demnächst wollten Brudi und ich auch mal eine Putenbrust räuchern und euch mitnehmen auf so einen Livestream. Ne? Also wenn ihr auch da mal Bock habt, wie man so aus so einem Räucherfass so richtig geil einen rausräuchert, ne? Dann ist natürlich, auch da sind wir für zu haben, für so ein Live-Ding halt. Ne? Aber das müsst ihr wissen. Ne? Wenn ihr sagt, ist totaler Dreck, ne? Lass mal stecken, Brudi, dann machen wir das halt auch nicht wieder. Ne? Das ist halt einfach mal, ne? Ich habe Besuch, ich freue mich, Brudi ist hier, wir machen Barbecue, nehmen euch mit. Digital Flower schreibt, gerade vom Grill zurück, heute aber Veggie als alter Christ. Ja, ich hoffe, du hattest lecker Grillabend, Digital Flower. Nice, dass du hier reindroppst bei uns. Guckt euch einmal, Entschuldigung, könnt ihr das sehen? Kann man das sehen, Leute? Könnt ihr dieses feine, kleine, quadratische Muster erkennen? Wie so Lego-Steine, die sich perfekt in Symbiose mit unserer Butter hier um unsere Patties gelegt haben. Genauso wollen wir das. Jetzt sind wir nicht mehr weit für den richtigen Crust. Wer hat das geschrieben? Thorsten, aber er sagt, du hast das gesagt, dass du deinen Käse richtig crust machen willst. Das war wohl ein Missverständnis, dass du schön den Käse reincrusten willst. Ja, ja, ach so. Ja, wir machen das gleich. Ich stehe zu meinem Wort. Costa fragt, was gab's bei euch heute rauchtechnisch? Gar nichts. Nur Brokkoli, Costa. Ja, mir das gab's Brokkoli-Brühe Nur gute Laune. mit Kaffee. Und bei dir, was gab's bei dir? Ich feiere auf jeden Fall dein Kanallogo. Das sagt mir schon, du bist einer von der richtigen Und Sorte. bevor wir die Patties jetzt in dieser gebutterten Crust ölen können, müssen wir natürlich erstmal das Cheese auf unsere Patties jetzt aufbringen. Dafür ist ganz wichtig, das ist feinster Cheese. Allerfeinster Cheese. So, guckt euch nochmal hier, ohne Witz.
Patty wäre stolz auf uns. Wichtig ist, dass wir hier so einen richtigen Crust drauf machen, dass du den Grill auch danach nie wieder benutzen kannst, weil alles so scheiße verklebt ist, dass du das nie wieder sauber kriegst. Und dann crusten wir jetzt richtig einen rein. Hi, Live-Kontakt. greetings to Russia for the new guys in the comment section. Really appreciate it. Greetings, my friend. Deine werden gleich in diesem Cheese-Butter-Ding gecheased. Die werden brutal. Du machst das schon, Brudi. Ich bin da überzeugt, dass du das gut hinkriegst. Sieht schon sehr lecker aus. Das macht einfach der Kontaktgrill. Ja. Welcher Brokkoli? Ja, Costa, guck mal bei mir in die Grow-Serie auf meinem Kanal, dann kannst du das sehen. Hier zum Beispiel. Ich habe noch genug von der letzten Ernte da. Ich möchte das jetzt hier nicht im Stream sagen, weil das könnte Probleme mit der Community-Richtlinie geben. Ne? Hier, ich zeig das nochmal schöner Kopfsalat. Aber ist lecker. So in die Richtung. Knackig, grün, frisch. Mega. Krokeks ist zurück vom Gassi. Hey, mein Freund, grüß dich. Hier gibt's Burger gleich Deluxe. Und ihr seht schon, der Crust ist so gelungen, dass die Patties jetzt hier so einfach von sich aus einfach rumkleben. Und jetzt werden sie nochmal schön durch den Käse durchgeschoben und hier so einfach mit diesem Tool runtergeholt. Und dieser Kruste, die oben zwischen den Rillen ist zum Beispiel, das wird nachher das, was dein Patty auf Next Level bringt. Patties sind fertig, Bro, was soll ich dir sagen? Ich kann meinen schon mal bestücken. Ja, dann leg mal los. Hier einmal für euch ein traumhaftes, cheese gecrustetes. Krokeks möchte auch gerne ein. Ich werde das einmal hier, Krokeks, die vielleicht bekommen jetzt alle kann man Hunger. das sehen hier, Bro? Kannst du auf der Kamera mal Ja, gucken? man sieht das wunderbar. Hier, das ist jetzt das cheese gecrustete Patty. Die werden alle hungrig jetzt. Beste Grüße. Das zweite cheese gecrustete, kann man das hier auf der Kamera? Ist das Ja, scharf? wunderbar. Dein Arm ist ein bisschen im Weg, jetzt sieht man es wunderbar. Also, Oh. wer jetzt keinen Hunger hat, dann weiß ich auch nicht, Leute. So, Brody, deine muss ich jetzt natürlich kurz runternehmen, weil ich will ja deine Patties fertig machen. Ja, Deswegen Costa, pack ich alles die gut hier kurz. bei uns. Alles gut. Wenn du irgendwelche Fragen hast, drop die gerne in die Kommentare. Über ein Like und ein Abo würden wir uns natürlich freuen. Ich top die hier vom Brody Ja. einmal rüber. Du hast recht, Thorsten. Der Brudi ist ein echter Tim Melzer. Jetzt kommen Was die Cheese Burger angeht, Patties, jetzt kommen die Cheese macht Patties dem keiner in was diese Käsegeschichte rein. Das ist ganz wichtig. Wir haben vorher den Kontaktgrill auf niedrige Geschwindigkeit gestellt. Das heißt, der Käse ist noch nicht so gecrustet. Und jetzt, wenn wir gleich reingehen in die Patties von Brudi mit dieser Butter. Kannst du mal kurz für die Leute im Stream den Kontaktgrill mal bitte auf hohe Geschwindigkeit stellen? Damit Ich die werde sehen- den Kontaktgrill gleich. Leute, wir stellen hoch auf hohe Geschwindigkeit. Ultimativ. Das ist halbe Geschwindigkeit. Die grüne Lampe geht direkt auf. Er geht in Boost-Modus. Und jetzt droppen wir das richtig hoch. Wichtig ist jetzt den Punkt zu erreichen, dass der Käse nicht verbrennt und trotzdem die Patties schön saftig, knackig werden. Und dafür wollen wir nochmal zugreifen auf unsere ganz geheime Geheimwaffe. Und das ist nämlich einfach Butter. Wahnsinnige, lächerliche Geschwindigkeit, Thorsten. Lächerlich Geschwindigkeit. Einer der besten Filme überhaupt. Wer kennt ihn nicht? Spaceballs. Ah, ja, Mann. Fertig machen für eine wahnsinnige Geschwindigkeit. Wir buttern das nochmal. Wir buttern jetzt hier die obere Schicht vom Käse ab. Das sieht man auf der Kamera nicht. Mit Händchen, ja. Aber wir buttern nochmal jetzt richtig rein. So. Und jetzt kriegt sein Zeug nämlich den richtigen ultimativen Kontakt auf maximale Hitze für ein paar Minuten. Und dann werdet ihr gleich sehen, dass auch seine Patties saftig knaftig werden. Während meine Burger hier vorne. Wehe, das schmeckt nicht. Oh, ich will euch das einmal zeigen. Kann man das sehen, Brudi? Ja, warte, ich guck mal. Kann man einmal kurz Ja, gucken? vielleicht ein bisschen Kann man höher noch in die bisschen- Kamera. kann Die man- droppt die ganze Soße jetzt gleich auf die Hose, aber ja, es ist ein Mega-Bild. Das wird der neue Thumbnail von dem Das ist ein Stream, wenn der saftig, beendet ist. knaftiger Burger, wenn wir Find ich hier mal gut. Burger machen. Mega. Mega. Ich gebe euch jetzt auch direkt die First Impression nach dem ersten Bite. Brudi muss halt warten, weil seine Brüder sind nicht fertig. Ja, alles gut. Ich Aber, brauch so lange noch eine. Den könnt ihr hier noch sehen, den habe ich hier so on the hand. Könnt ihr ihn schmerzen hören? Oh, Sieht gut aus. Mm. Ja, Grokeks, Food Influencer. Side-Hustle auf YouTube, weil man unseren eigentlichen Content nicht monetarisieren kann. es ist nur Salz und ein bisschen Pfeffer und es ist so on point. Es ist so scharf, saftig, knaftig. Du hast so diesen Käsebiss mit drin. Es kommt so dieser Saft so mit aus dem Patty, wenn du so ein bisschen drückst. Die Tomate gibt so eine Frische mit rein. Und der Salat ist natürlich so ein bisschen knackig, aber auch nicht zu doll, ne? Es riecht auf jeden Fall mega. Oh, Alter, ohne Witz. Leute, das ist unglaublich. Warte jetzt auf Brudi. Brudis Brote sind fertig. Seht ihr den Point mit dem Cheese?
Wir drehen den Kontaktgrill auf aus. Digga, achte auf die Buns, er hat recht, Mann. Guck mal. Kev, du hast meinen Arsch gerettet, ey. Jetzt So krieg müssen ich- die sein, das sind richtige cheesy Buns. Okay. Wir werden die für den Brudi hier einmal dekorieren. Oben und Unterseite ist. Oh, Alter, was für ein cheesy Crust. Ja. Geil. Ja. Geil. Also und jetzt Kontaktgrill direkt wegschmeißen kannst du nie wieder gebrauchen. Aber was für Patties. So, Ihr mal Brudi, Space Bolognese gemacht? Mach deine fragt Birdies der- fertig. Fragt der Grokeks. Hast du schon mal Space Bolognese gemacht, Brudi? Nee, Hast du noch nicht. Ich auch noch nicht. tatsächlich nicht. Ich lass mal kurz den Brudi Wüsste hier jetzt holen, auch, dass wüsste der mal jetzt kurz auch hier nicht, wie man zuschlagen sich kann. das zubereitet. Oh, es riecht so gut mit dem Käse, ne? Vielleicht kannst du mal den Grokeks fragen, wie das funktioniert. Kannst du mir mal den was Salat für ein rüberreichen? geiler Burger. Und drück doch mal den Salat nochmal in die Kamera. Oh, ist das insane lecker. Brudi, was ein geiler Burger. Hat Mutti den in den Garten angebaut oder was? Der ist aus dem Garten, ja, den hat Mutti selber gemacht. Oh, mega. Die Mutti weiß, was sie macht. Die Mutti hat die größten Pflanzen. Ihr wisst das. Die größten Kolben. Alter, mit diesem Käsecrunch ist so übertrieben geil. Ja. Und Leute, was für ein Barbecue. Ohne Witz, vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Was für ein geiler Stream. Das sind wirklich Butterbuns, Alter. 50% Butterbuns. Ja, die sehen aus, als ob sie getränkt wurden in Butter. Und Stefan Bauer, danke für dein Abo. Bro, vielen, vielen Dank. Ja, wir machen hier so richtig lecker gerade Burger ASMR. Nee, Space Bolognese klingt aber interessant. Wie meinst du denn? Also, kannst du natürlich nicht erklären, aber so mit Butter oder mit einfach Kräuter? Also deine Burger sehen gut aus, Brudi. Die Soße fehlt noch. Und diese Soße ist echt Burger. Also wir machen Space jetzt hier Lasagne. keine versteckte Werbung, ne? Aber wer bei sich in der Nähe einen Actionmarkt hat, ne? Den Scheiß kriegt man nur im Actionmarkt. Richtig gutes Zeug. Und da kriege ich keinen Affiliate-Link. Karfreitag Festmahl Burger. Burger! Ja, Mann. Leute, und ohne Witz, ne, sich die Zeit zu nehmen, die 10 Minuten, wie wir das jetzt gekocht haben oder so, ist 1000-mal geiler und billiger als jeder McDonalds-Fraß oder Burger King oder keine Ahnung was für Burgerläden. Guck dir den gebannerten Cheese Bun an von Brudi. Den hält er gleich mal in die Kamera. Das ist einfach, ja, Alter, so ein sicker Drip. Jetzt mal ganz im Ernst. Die Tomate fehlt noch, aber auch ohne Tomate. Ja, Sicherlich mega. halt noch mal ein bisschen höher. Ein bisschen näher an die Kamera nochmal. Komm noch mal weiter näher ran. Ey, brutal. Ist halt so ein Laugenbann. Guten Appetit, Jungs. Leute, guten Appetit. Ein wunderschöne Ostern. Tollen Karfreitag. Wie viel hat die Soße gekostet? Alter, die kostet 2,50 € oder so. Ultra billig. Ich glaube, die ist noch billiger. Aber die Zieht euch Soßen mal beim das Action. Grillgewürz von Action rein. Das ist auch der Hammer, sagt Thorsten. Guter Tipp. Test. Genau, die Knorrflochsoße ist göttlich von der Marke. Ja, absolut. Habe ich auch im Schrank. Einfach infused Öl oder Butter für die Bolognese. Ja, alles klar. Ja, müssen wir auch mal testen. Ist halt schwierig, sowas online zu testen. Aber wie gesagt, diese Action-Soßen sind einfach so der Shit. Da gibt's Barbecue-Soße von, die ist geil. Da gibt's diese Chili, die wir benutzen, 3-mal Hot Chili. Ist einfach richtig brutal gut. Dann die normale Knoblauchsoße ist geil. Diese Yummy-Soße auch. So, meine Frau mag eher so Richtung Big Mac, sag ich mal. Und diese Yummy-Soße hat so Zwiebel, süß und so. Also da sind schon geile Dinger bei. Tim Stöcker schreibt Grüße aus Dortmund. Zeig mal deinen Burger nochmal und dann beschreib mal deinen Grip von Tim, deinem meine Burger, Mama sagt bitte. zwar, ich soll nicht mit vollem Mund sprechen, aber Grüße aus Hamburg zurück nach Dortmund. Der Entschuldigung, Burger ist mega. Grüße nach Dortmund, aber die Burger sind zu geil, um jetzt nicht weiter zu reden. Bubatz 030 schreibt Abfahrt. Ja, moin, Bubatz 030, willkommen. Abfahrt, die Burger sind geil, ja. Grüße zurück aus Mörs.
Die Soße ist Wasser, Rapsöl mit Aromen, ein bisschen getrocknetes irgendwas, ja. Du hast recht, Kollege. Und Rapsöl ist auch gar nicht gut. Sollte man tunlichst vermeiden. Aber wenn man halt Burger isst und eine Soße braucht, dann geht das nicht. Ja, moin Tim, einfach mega. Ach, du kannst die Kommentare da auch sehen, ne? Dann kann ich ja in Ruhe meinen Burger essen. Militante Veganerin. Ja, ohne Witz, aber auch der wird voll eine abgehen, hätte ich ihr jetzt hier den Buttercrust gemacht mit Käse. Die wird hier mehr drippen als die Videos bei Brody im Kanal. Geil, oder was? Mega. Insane, ne? Insane sick, ne? Fast 100 Leute, haut mal Like und Abo raus. Ey Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr alle mit am Start seid, wirklich. Das ist so ein random Stream von uns. Wir versuchen halt uns so ein bisschen neu zu erfinden und halt ein bisschen Community näher zu werden. Und da haben wir halt auch gedacht, dass wir jetzt vielleicht reingehen, einmal im Monat oder so. Und dann einfach mal ein paar Stunden wirklich so einen random Livestream machen. Vielleicht wie jetzt testweise mal kochen oder einen Baum filmen. Und einfach Fragen beantworten, für euch da sein. Weil für Discord und alles drumherum ist halt schwierig. Aber in so einem Livestream-Format können wir on the point jetzt in dem Moment halt extrem gut agieren und miteinander kommunizieren. Und von daher ist das mal so ein Versuch, ob ihr da Bock drauf habt, ob das funktioniert, ob das auch was für uns ist. Und ja, ich finde geil, wie viele Leute da sind. Das ist einfach mega und die Burger sind brutal. So, gehen wir kurz rein. Lasst es euch schmecken. Vielen Dank, Tim. Fast 100 Leute hatten schon. KFC-Sorten, Soßen, kenne ich nicht. Ich war wirklich noch nie in meinem Leben bei KFC essen. Wie ist der angetastete Bun? War ein bisschen lange drin. Aber Gib mir mal von eben die Impression. Mega. Also, Zeig dir noch mal bitte in der Kamera, so richtig, richtig dicht dran, so richtig mal einen dicken ich weiß nicht, ob die das scharf stellt. Ja, mach mal Querformat jetzt, dass man nicht nur von oben sieht, sondern auch mal die Knaftigkeit. Guck den Cheese Cruster, Alter, ist das geil. Aber nochmal richtig von der Seite. Ja, so. Schon schön. Oh, Leute. Oh, was ein Burger, ey. Kollege fragt, beantworte mal, welches Substrat ihr nutzt bitte und was ihr düngt. Ach so, ich mach mal ganz kurz, weil Brudi passt gerade vom Burger ab. Ich benutze die Erde von Couple of Plants. Das ist eine Living Soil. Und die ist quasi so, dass du letztendlich nur Wasser gießt. Also ich gieße nur Regenwasser rein. Und die versorgt deine Pflanze durch die lebenden Organismen und die Cover-Crop-Bepflanzung mit Klee halt komplett über den gesamten Grow mit Nutrients. Und von daher bin ich fest von überzeugt, einfach diese Erde zu benutzen. Hat bei mir jetzt 3-mal super geklappt. Ich habe nur Wasser gegossen. Ansonsten als Dünger kann ich empfehlen Pura Flora. Das ist 100% organischer Dünger auf Algenbasis. So bin ich da jetzt richtig dick. Kostet 12 € so eine Flasche oder so, hält aber auch 2 Grows durch. Und ich kann empfehlen Green 2016, mineralischer Dünger, ultra gut. Ein Spoilerchen machen, sorry. Oh, Weltklasse, was ein geiler Burger, ey. Kollege, nimmst du jedes Mal neue Erde? Nein. Die kannst du recyceln. Genau, kannst du wiederverwerten. Da gibt es auch so Produkte für wie Grow Shot, was du mit dazu kaufen kannst oder auch dazu jetzt in unserem Fall, wir testen gekriegt haben. Aber du kannst deine Erde auch einfach aktivieren, indem du sie nicht austrocknen lässt, weiter gießt, einfach auch längere Zeit stehen lässt und vielleicht mal Brennnesseljauch oder irgendwas Organisches an Nährstoffen reingibst, dass du halt den gesamten Bakterien- und Bodeninhalt fütterst, ne? Irre, wie viele Leute hier im Stream sind. Leute, ihr seid verrückt. Alter, es ist ja gar nicht, ich kann es gar nicht glauben. Alter. 127 Leute gerade gleichzeitig hier online. Ihr seid so crazy und die Burger sind so geil. Ihr macht uns die schönsten Ostern, die man sich hätte vorstellen können. Habt ihr denn Bock auf so ein Format in Zukunft? Drückt doch mal raus. Drückt doch mal unten aufs Herz oder so, wenn ihr mehr sowas sehen wollt. Oder ihr sagt, ist totaler Shit, sind wir immer wieder raus oder so. Sollen Brudi und ich öfter mal einen Streamy reinhauen, ein bisschen kochen und so. Oder sagt ihr, das ist alles Bullshit? Growt lieber eure Plants und geht in den Keller. So, warte. Was nehmt ihr? Hatten wir. So, nimmst du diesmal neu? Hatten wir. Nee, kostet auch nur 100 € für 50 Liter. Ja, Bro, da hast du leider recht, Thorsten. Aber wie gesagt, kannst du halt ewig benutzen. Ne? Ich habe natürlich das Glück, dass ich den lieben Kim kenne und der das gesponsert hat. In unserem Fall dank Brody. So, ich will auch. Stefan Bauer said hi.
Kollege, wem das zu teuer ist, guck mal bei Almikana nach dem Admant-Mix. Ja, geiler Tipp, Kollege. Wie viel Wasser brauchen die eigentlich? Also meine Hunde, meine Katzen oder meinst du die Burger jetzt oder die Pflanzen insgesamt? Das ist immer so die Frage jetzt. Hi Bro, hi, how are you? Hi Bro, I'm good. I'm still eating my hamburger. How are you? Blow Smoke 420 sagt, wir sollen öfter so eine Stream machen, ist mega. Geil. Vielen Ja, geil. Dank. Und aus Kanada kriegen wir einfach einen Applaus. Aus Kanada, Bro. Greetings to Canada. Wo kommt ihr her? Bubatz 030, Berliner. Grüß dich. Hamburg 040. Der Burger kommt vom Osterhasen persönlich. Ja, Mann. Mann. Definitiv. Bin leider auch weg. Musst du den Ladies ein bisschen lollipoppen. Kev Kruchten, Alter, vielen Dank, dass du mit am Start warst. Ich wünsche dir entspannte Ostertage. Und wir sehen uns hoffentlich dann im nächsten geilen ASMR Burger Grill Livestream oder ähnliches. Mal gucken, was uns noch so einfällt. Gibt viele gute Living Soil Anbieter. Ich habe aber noch nicht durchgespielt, wie viele zusätzliche Nährstoffe erhalten. Ja, ich sag dir, hol dir doch einfach mal so 20 Liter Probepack mit einem so einem Topf und dann gibst du dem mal eine Chance und dann siehst du ja, du kannst ja mit Code WEEDY auch 10% sparen. Entschuldigung, dass ich lachen muss, aber ist halt so. Selbst Brudi geht weg und muss lachen. Und dann kannst du dir da natürlich selber mal einfach auf einen so einen kleinen Topf und mal gucken, was da rauskommt. Ich kann dir nur sagen, Brunhilde oder auch die Bubblegums waren brutal gut. Stefan Bauser Pflanzen insgesamt. München, Grüße raus nach München, Stefan. Irre. Alter, von ganz im Norden bis ganz im Süden, ne? Wie so ein bisschen Grillen, Barbecue ein connected, ne? Oder was? Wie ist denn das in München so mit der Polizei, Stefan? Sind die da immer noch militant, also militanter als im Rest des Landes? Substance abuse. My German is limited to Rammstein lyrics, but I can follow you roughly. Great to see you here. We can speak in English as well. If you have a question, just drop us a question. Thank you very much. Alter, du hörst dich an wie Monte. Haha. Digga, vielleicht ist einer von uns Monte und ihr wisst das noch nicht. Ja, das ist Monte sein Secret Grow Channel hier. Deswegen gibt es hier auch keine Fotos und keine Bilder. Und Genau. Ist ja logisch. so. Ihr wohl, warum Monte einen grünen Lambo habt. Ja, und der Kanal gerade so steil geht, das kommt ja nicht von irgendwo. Ihr plus 400 Liter Quadratmeter, was? In Hochbeeten oder größere Töpfe. Ich habe 100 Liter Topf für draußen benutzt. Und jetzt drinnen 50 Liter zweimal. Und bei dir? 30. 30, aber ich mache das Indoor auf 80 mal 80 Zentimeter, ne? Mhm. Polizei verteilt Strafzettel wegen Falschparken. Okay. Kev sagt euch auch ein geiles Osterweekend gewünscht und ja bitte mehr von diesem Content. Vielen, vielen Dank, Kev. Das bringt Bock. Pass auf. Estu fumando no Brasil. Greetings to Brazil, my friend. Stefan sagt, die Polizei ist immer korrekt, außer beim Strafzettel verteilen wegen Falschparken in München. Ja, cool. Monte einfach, moin, Digga, sagt er. Moin. Was hältst du von Cannabis-Bier-Cheddar-Suppe? Boah, klingt geil. Würde ich sofort bei dir essen, wenn du das anbieten würdest. Habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, aber klingt irgendwie interessant. Alter, Blow Smoke 420 klingt auch geil. Du hast bestimmt schon so eine Suppe mal gemacht, ne? Das klingt auf jeden Fall brutal. Du kriegst mich auch mit so einer, wie heißt das? Käse-Lauchsuppe, ne? Ja. Da kann ich mich reinlegen. Da könnte ich weinen vor Glück, wenn ich das Zeug esse. Thorsten fragt, ob ich was Outdoor mache. Ja, Thorsten, da wird was kommen. Kannst du sicher sein. To be seen soon. Greetings to Russia. Ja, Hi. greetings. Bewässert ihr mit der Hand? Auch eine gute Frage. Ja klar, wie sollen wir das sonst machen? Ja, ich auch. Ich habe so einen Pumpsprüher und eine ganz normale Gießkanne und dann nach Bedarf wird ein bisschen gegossen und irgendwo rüber gesprüht. Das hat man hoffentlich nicht gehört. The Code sagt, what's up? What's up, The Code? Was up, der Code? Thank you for tuning in.
Genau, bloß nur Käselauchsuppe ohne Witz. Das ist einfach der Oberhit. Ja. Aber die Burger jetzt auch gerade, oh, man soll nicht mit vollem Mund, aber es ist einfach geil. Der andere fragt, ob ich schon eine Wahl oder ob wir schon eine Wahl für unsere Outdoor-Sorten getroffen haben. Hau raus. Wie hieß denn diese pinke, die du mir gezeigt hast? Ja, ich habe irgendwie Bock, aber ich bin mir nicht sicher, ob das hier fertig wird bei uns. Ich habe einen Strain gefunden, der nennt sich Purple Satellite. Der wird mich schon reizen. Das ist eine reine Sativa, aber ich weiß nicht, ob die bei uns funktioniert, so weit im Norden. Da müsste man einfach mal Gewächshaus müsste testen. man dann belüften mit Ventilator und Gewächshaus so könnte Scheiß. das Ne? funktionieren. Also bei mir Auto auf jeden Fall habe ich geplant, eine Early Skunk. Wurde mir empfohlen von ganz vielen Leuten in den Kommentaren. Friesen Joe hat letztes Jahr übertrieben überzeugt. Ist gesetzte Sorte. Und Hollands Hope im Anhängernetz, wer das nicht gesehen hat, Anti-Anhängernetz, letzten Grow Auto angucken. Auf 220 mal für 2 Meter, was wir da für einen brutalen Scrog gefahren haben. Und das sucht einfach seinesgleichen. Also das ist und mit den dreien ist dann so der Plan. Aber diesmal verzögert und eher nach hinten raus, weil wir wollen nicht gleichzeitig zu viele Pflanzen und wir wollen die diesmal nicht so groß. Das heißt, ich will es diesmal mobil haben, dass ich wirklich, wenn es scheiße regnet, kann ich die ins Gewächshaus stellen. Wenn es da so feucht ist, kann ich die reinnehmen. Also später aussehen, nicht 4 Meter hoch, 1,5 Meter, 2 Meter reicht. Ja. Und die dann, was geht bei euch ab? Ihr seid die allergeilsten. Tobi sagt, hey Brudi, hey Tobi, was geht? Blown Smoke sagt, ja, die sehen mega aus. Er meint sicherlich die Burger. Ja, die waren auch lecker, Blown Smoke. Leider sind sie jetzt schon weg und ihr seht den leeren Kontaktgrill. Mach mal zu, stell mal die Blume rauf, ist ein bisschen schöner. Genau, guck mal. Ein bisschen grün. Ist eher für den Kanal geeignet. Man sieht die immer noch nicht. Ich stelle die davor, was jetzt. So, guckt. Ja. Ja, War so lecker. oder etwas zum Trinken. Grüner Space Smoothie. Klingt auch interessant. Hab Purple Satellite Cross von einem Kollegen gerade im Garten stehen. Geil, Kollege. Ein Cross hast du davon. Okay, und wo bist du? Funktioniert das? Weil wir sind halt relativ weit im Norden und wir haben halt hier richtig viel Schimmel und so. Zu lange Wachstumszeit, würde ich denken, Rudi, für Outdoor. Ja, das kann sein. Kann sein. Oh, crossbreedet ihr eure eigenen Sorten? Mega geile Frage, Bubatz 030. Da kann hier Brudi mehr zu sagen. Ja, das ist halt die Idee, ne? Also man kann halt in Deutschland nur 3 Pflanzen halten und so richtig crossbreeden kannst du nur, wenn du ja mehr wie 3 Pflanzen hast. Ne? Ansonsten ist das zwar, macht das Spaß und so, aber es ist halt nicht wirklich businessmäßig zielführend. Die Burger waren so krass. Ja. Hier, Geht wieder. ich bin auf Indoor umgestiegen, finde ich persönlich besser. Indoor ist halt geil, kannst das ganze Jahr durchziehen. Ne? Ja. Egal ob Winter, Sommer, Outdoor. Selbst im Winter, meine Mädels haben es ja auch sehr super überstanden. Mit Indoor kannst du dich einfach komplett selber in einer cleveren Rotation monatlich super prima versorgen, wenn du clever bist. Thorsten sagt, ich bin auch Sativa-Lover. Wir haben halt das Pech, dass wir immer 12 bis 15 Wochen brauchen. Ja, Ja, das aber ist so. Bro, scheiß drauf, ist wie Angeln, Alter. Und wenn du 6 Stunden an dem scheiß Teich sitzt, bis der Fisch kommt, ist halt so. Und wenn, weißt du, aber dafür ist das Ergebnis umso geiler. Guck mal, Garden High Pro hat ein Outdoor-Tent. Okay, ein Outdoor-Tent, das klingt geil. Boah, da hätte ich ja Bock. Digga, Outdoor-Tent, wie fett wäre das denn? Wer hat das? Garten High Tour? Garden High Pro. Kollege, danke für den Tipp. Da gucken wir mal rein. Vielleicht können wir da was Oh, schicken. das ist fett. Hast du mal, wie heißen diese Beete, die du so anlegst? Kennst du, hast du schon mal gesehen? Die so halb hoch sind, wo dann so schräg so eine Platte oben drauf ist. Wie so ein Plexiglas. Kollege sagt, das kann man verdunkeln, belüften, Lufteinfeuchten, kühlen, heizen, beleuchten etc. Das klingt ja genau wie das, was wir brauchen. Alter, der Link geht jetzt nicht, ne? Das ist dann wieder Handel von illegalen Waren und Dienstleistungen. Ja, das geht nicht. Keine Deswegen Links bitte, keine Jungs. Links bitte droppen. Aber danke Bro. für den. Aber danke der Tipp für ist den geil. Wie viele Comments droppen, da komme ich gar nicht hinterher, Alter. Für die Sativa Lover kann man Wedding Cake von Samni empfehlen. Die dauern nicht so lange. Ich habe von einem Subscriber Samen bekommen von einer Buschmanns. Das ist wohl ein Schweizer Strain. Ich habe ein bisschen recherchiert, habe nichts davon gefunden.
Buschmann klingt fett. Aber in dem Schweizer Grow-Foren habe ich darüber gelesen und der soll wohl ganz gut sein und auch Outdoor funktionieren. Allerdings sind von den 5 Samen, die ich da bekommen habe, habe ich 3 getestet. Die sind alle nicht gekommen, aber vielleicht ist das was für die Outdoor-Serie. Ich versuche das Das ist mal. die Frage, ne, ob die Versuch hier, die mal aber an so Start zu vom kriegen. Wetter sind wir hier halt echt scheiße, ne? Also vom Wetter hier ist halt im Norden, da wo wir hier so sind, ist halt brutal schlecht. Ne? Wir hatten, wann waren die geilen Monate? Waren Juli, August und dann, ich glaube, im September, nee, gar nicht. Juni, Juli, August oder so. Das waren so die Top-Monate vom Wetter. Also auch wenn du Automatics machst, vor Juli würde ich die nicht ansetzen, dass du so diese 2 Monate geiles Wetter hast. Und dann müssen die halt top fertig werden. Ne? Und dann auch nur so groß, dass du die halt wieder abräumen kannst, gelinde gesagt. Stefan Bauer sagt, Burger mit mehr gleich oder mehr Salat? Ja, Stefan, also ich bin ehrlich gesagt voll. Für mich kein Burger mehr. Oh, nee. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht alle Hunger, Geil. weil ihr uns beim Burgerbraten zugesehen habt. Buschmann, Schweizer Boah, Landrasse. Hammer. Das ist ja Hammer. Ja, sowas wäre richtig geil. Ich glaube, die Buschmann ist eine südafrikanische Landrasse, aber die Schweizer Firma hat die Genetik stabilisiert. Ich habe Jahre im Grow Shop gearbeitet und Grow schon seit über 10 Jahren. Geil. Im Grow Shop arbeiten ist, glaube ich, auch so geil. Das bockt bestimmt auch hart, gerade wenn man Ahnung hat. Du kannst jetzt halt in der Cannabis-Industrie arbeiten, ne? Das war vorher, glaube ich, schwierig. Das war, glaube ich, möglich. vorher schwierig, ja. Gibt es Unterschiede in den Cannabinoiden THC, CBD, CBG oder in den Terpenen von exotischen Sorten, die spezielle gesundheitliche Vorteile bieten können? Alter, 100%. 100%. Bin ich fest von überzeugt. Stefan ist voll im Burgerfleisch. Burger, Stefan, irgendwann brate ich dir auch so ein Ding auf dem Community-Treff in ein paar Jahren. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Wenn man sowas gedreht kriegt. Bei dass 1 man da- Million Subscriber machen wir Community. Oh, ja, Mann. 112 Leute, ich kann es gar nicht glauben. Leute, ihr seid ja irre. Zwischen 100 und 200 Leute hier gleichzeitig drin. Das ist wirklich der Wahnsinn. Wir haben jetzt schon 4300 Views. Alter, das ist total sick. Aber Stefan ist dabei. Ja, du wärst auch herzlich eingeladen. Definitiv. Ähnlich wie die Durban Poison, auch afrikanisch, aber bei uns vermarktet. Ansonsten, jetzt sind wir wieder da. Jungs, wir haben Internetprobleme. Wir sind gerade rausgedroppt aus dem Stream. Ja, ist wieder da. Ich hoffe, wir sind noch da. Grolish sagt, nee, bin vorbestraft mit der Herstellung Cannabis, darf nicht in Deutschland, bin nach Spanien gegangen. Geil, ja, Spanien ist für uns auch so eine Option, auszuwandern einfach, ne? Und trotzdem den Content machen zu können, aber dann halt in einem ganz anderen Style nochmal, ne? Ah, schon wieder droppt der weg, leider. Hast du denn wenigstens schönes Wetter in Spanien? Ja, hast Stell du dich dich im mal- Süden niedergelassen? Stell dich mal näher ran, da vielleicht und füll mal die Lampe da, wenn das geht. Nee, der Stream scheint noch zu laufen, sind aber ein paar Leute rausgedroppt, aber ist egal. Sind immer noch genug Ah, hier ist er wieder da. Ja, ich hoffe, ihr seid noch da, Leute. Was ein geiler Stream, es macht total Spaß, mit euch zu quatschen, Leute. Ich mache vielleicht auch bald Content. Grollich. Grollich? Grollich. 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 Ich würde mich hart freuen, wenn du da Content droppst. Dann können wir auch mal reingucken. Stream läuft wieder, ja. Wie gesagt, es hackelt ein bisschen. Wir sind mitten auf dem Dorf. Da ist nicht ganz so geil. Wir haben auch hier so schöne Lichterketten unten drunter. Ja, Leute, was habt ihr heute noch vor? Geht noch was? Wann ist Osterfeuer morgen, ne? Wann war das? Hat immer noch keiner beantwortet, ne? Ihr seid so geil, Leute, was ich hier reinkomme. 23 Grad Tag, 18 Nacht. Outdoor gerade. Ja, geil. Mega. Mega. Bier oder Wasser? Im Moment Wasser. Wasser, ja. Und zwar gefiltertes und hexagonales Wasser tatsächlich. Das ist gefiltert und mit so einem Gerät zu hexagonalem Wasser verarbeitet, dass du letztendlich die kristalline Struktur des Wassers nach all der Qual, das es hatte, wiederhergestellt ist. Und du merkst es. Hört sich an wie Marketing-Sprech. Aber ohne Witz, du merkst es. Oder nicht? Das ist das geilste Wasser, was du je getrunken Wasser ist hast. mega, ja. Da kannst du sagen, was du willst. Hexagonales Wasser ist einfach brutal. Müsst ihr googeln, hexagonales Wasser ist brutal gut. Hast du mal versucht, das zu gießen?
Nee, aber ist eine mega Idee. Mega Idee. Alter, mit der für ein kristallinen Experiment. Struktur einfach nochmal reingießen. Hexagonalwasser, ja Mal mega. reindrippen in die Pflanze und mal gucken, was passiert. Die muss ich mir mal holen. Bier oder Wasser? Ja, so gar nicht, ne? Bier so gar nicht. Ja, mega. Klingt eher nach Wasser und du Bier. Ah, Leute, ihr seid so geil. Das wird hier dunkel, wir machen Barbecue und ihr droppt hier einfach rein, wie Sau. Bubatz hatte 2 Jahre eine Farm in Thailand und kommerziell gegrowt mit 40 Lampen. Aber die Preise sind so am Boden. 1 Kilo Indoor 600 €. Boah, was? Dass ich die Farm verkauft habe und jetzt 3 Pflanzen in dem Zelt habe. Geil. Krasse Geschichte, ey, aber was für eine Erfahrung. Kollege sagt, er schwört auf Umkehrosmose. Ja, habe ich auch gehört. Habe ich von vielen gehört, Kollege, aber bisher habe ich immer gedacht, das ist mir zu teuer. Ich weiß gar nicht, was das kostet. Vielleicht kannst du mal was dazu sagen. Also wie viel Euro muss man investieren für eine vernünftige Anlage? Ich Für eine gute, ne? brauche ja eigentlich auch nicht viel Wasser für die Pflanzen. Also die trinken ja nicht so viel. Drei Pflanzen ist schon mager. Leider ist nicht mehr möglich. Ja, Stefan, das ist so. Ich würde auch gern mehr mit meinen Seeds machen. Aber mit 3 Pflanzen ist es halt ein bisschen schwierig. Richtig. Ja, außer man wird halt nicht in Deutschland leben. Ne? Es gibt ja, wie gesagt, in Spanien, wie ist das da reguliert? Wenn du mit 200 Liter am Tag klarkommst, nimm den billig Mit 200 Liter kleine am mit Tag. 50 GDP. Digga, wir haben doch keine Fischfarm, Alter. 80 € nur? Alter Verwalter, ich habe gedacht, das kostet viel mehr Kohle. 200 Liter am Tag. Aber 80 € ist ja echt noch vertretbar. Da gucke ich mal. ich brauche keine 200 Liter über den ganzen Grow, ey. Bubatz schwört auf Hydro. Wenn man es beherrscht, ist der Unterschied einfach nur verrückt. Ja, das glaube ich. Das habe ich von vielen gehört. Aber Hydro ist mir irgendwie zu wissenschaftlich im Moment noch. Ich hätte da auch schon Bock drauf, aber ich weiß nicht. Bin mir nicht so sicher. Ja, ich bin ein Soil Grower, Alter. Ich finde Living Soil. Soil halt auch irgendwie cool. Das macht auch Bock, weil du musst nicht viel machen. Und seien wir mal ehrlich, du darfst eh nicht mehr wie 50 Gramm ernten. Ne? Und wenn du auch noch einen YouTube-Kanal hast und deine Pflanzen filmst, kommt das nicht so gut, wenn du da so Big Mamas... Ja, es muss zu jeder Zeit safe sein einfach. Ne? Ja, genau. So ganz, ganz klar. Ihr wisst, was ich meine. Ich würde auch gern mehr, aber ich darf halt nicht. Und es geht nicht. Und deswegen halten wir uns hier schön an das Genau. KNG und Play by the haben rules. Spaß beim Grillen. Ja, so ist es. Und Ja, Leute, oder noch nie so einen auswandern. entspannten Grillstream gehabt, ey, muss ich ganz ehrlich Ja, sagen. auswandern ist auch eine Idee. Irgendwann, Brudi. Wenn dein Kanal so steil ist für das Loft in Spanien, dann ziehen wir durch, Digga. Nee, Thailand wäre geil. Überleg mal. Ja, Thailand auch nice. Überleg mal, YouTube drippt dir einfach so viel Kohle, dass du in Thailand dir so einen kleinen... Kann man sich nicht vorstellen, aber auch Garten was jetzt hinstellen gerade, kannst. wie gesagt, passiert in deinem Kanal und überhaupt ist ja sowieso schon recht surreal, ne? Stefan hat das auch vor, der will auch nach Thailand. Ja, ohne Witz, geil. Thailand geil. Tolle Menschen, tolles Essen, Preise gut, Mädchen gut, alles gut. Ja, genau, Kollege, das meine ich halt, ne? Wenn du ein Erlebnis oder ein Ergebnis wie auf Erde haben willst, musst du halt riesen Geschiss durchführen. Und da komme ich mir fast vor wie Walter White Ja, aus Breaking Bad. Und ehrlich gesagt, meine persönliche Meinung ist, ich glaube auch nicht, dass die Leute das sehen wollen, weil die Leute wollen ja, wenn die solche Videos auf YouTube gucken, solche Grow-Videos, dann wollen die ja nicht Walter White sehen, sondern die wollen was sehen, was sie nachmachen können. Das Ja. ist meine persönliche Meinung und ich glaube auch nicht, dass jeder gleich ein paar tausend Euro in so eine Hydroanlage investieren möchte. ja, oder auch in 100 verschiedene Dünger, die du irgendwie zusammenkippst oder so. Ne? Ja. Da hört das bei mir halt auch auf, ne? Wenn ich mich fühle wie so Messkoch, weil hier 8 Milliliter davon, 3 Milliliter davon, 5 davon und so. Da denkst du auch schon, Digga, was mache ich hier? Ich will doch nur eine Pflanze düngen, ne? Das ist so ähnlich wie Barf bei Hunden, Digga. Ja, in Thailand, guck mal, die Lizenz für 2 Jahre, 4000 Pflanzen hat in Thailand 250 € gekostet. Oh, wie
Das ist doch gar nichts. Aber ja, was willst du mit 4000 Pflanzen halt, ne? Das ist. Ja, Bro. Alter, was sind das für krasse Zahlen, ey? Kann man sich gar nicht vorstellen, von was du hier redest, ey. Das macht höchstens Sinn, wenn man das nach Deutschland exportieren könnte. Ja, aber kriegst du nicht hin. Schon gar nicht mit einem YouTube-Kanal. Ein YouTube-Kanal, du brauchst ja gar nicht 1000, 4000 Pflanzen in Dings. Reicht ja, wenn du einfach so eine Lizenz hast, dass du so viel darfst und du kannst halt deine Rotation bauen in deinen verschiedenen Zelten und produzierst halt einfach deinen Content, lebst irgendwo draußen am Meer, geiles Wetter, schönes Haus, schicke Bude, kannst von dem Scheiß halt leben, was du machst, ne? Von so ein bisschen Salat. Meinst du, man hört den Livestream, die Vögel? Ja, ich hoffe, man hört die Vögel und auch den Regen. Wir sind ja unter so einem Dach und hier plätschert die ganze Zeit so der Regen oben drauf. Ist doch günstig, ja, Mann, absolut, Stefan. Meine Mutterpflanzen komplett mineralisch. Ja, ich habe auch gehört, wie gesagt, ich kenne mich mit mineralischen Dünger noch nicht aus. Ich habe wirklich ja angefangen, erst mit Brennnesseljauche, Rinderdung, Pellets, dann kam Pura Flora, das hat super funktioniert, 100% Bio. Und jetzt kommt Green 2016, ist mein erster mineralischer Dünger. Und auch da wollen wir mal gucken, ne? Was für leckeres Essen, das war so gut. Ja. Aber es wird langsam ganz schön kalt, ne? Ja, ja, Leute, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart oder dabei seid. Wir werden gleich natürlich auch den Abend ganz entspannt ausklingen lassen, der Brudi und ich. Und ja, wie gesagt, den Stream, der eine ist ja verloren, den können wir leider nicht nochmal gucken. Aber vielleicht können wir den hier nochmal gucken mit den Burgern. Das wird mich halt auch hart flashen. Und von daher würde mich freuen, wenn ihr auch bei mir reinkommt, den Kanal Vidi Gonzales. Ihr kennt es. Ansonsten immer beim Brudi schön am Ball bleiben. Lasst das richtig schön viral gehen für unser Traumhaus auf Thailand. Genau. Genau. Und dann, wenn ihr Bock habt auf so einen Content, droppt auch im Nachhinein gerne einen Kommentar in den Stream. Lasst ein Abo da, macht richtig Watchtime drauf, dass das im Algo nochmal geteilt wird, dass das geil ist. Und, Genau, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, Jungs, dann guckt ihr meine Langformat-Videos mit 0,25% Wiedergabegeschwindigkeit und lasst die im Hintergrund laufen. Dadurch denkt der Algo nämlich, dass es guter Content ist. Also alle mal reindroppen und bei Vidi auch. Ja, das wär einfach Ultrawunsch. Und wir klinken uns jetzt aus. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und genießt euer Osterzeit. Lasst noch 5 Minuten Verabschiedung jetzt gönnen, dass falls die Leute schreiben. Alles gut. Ich glaube, hier ist ein guter Zeitpunkt. Die Jungs winken schon alle. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Oh, vielen Dank, Abo ist Wir da. gehen auf jeden Fall nochmal online. Danke fürs Abo und für die Likes. Ihr seid die Besten. Toller Bis zum Stream. nächsten Mal. Ciao. Was eine Ehre, danke.